Wie lange solltest du die Zinsen festschreiben? Diese Frage stellt sich bei jeder Immobilienfinanzierung und die Antwort hängt von deiner Risikobereitschaft ab. Dabei sind zwei wichtige Aspekte zu berücksichtigen: die Höhe des Zinssatzes und das Zinsänderungsrisiko. Bei einer normalen Zinsstrukturkurve gilt, je länger der Zins festgeschrieben wird, desto höher liegt der Zinssatz. Als Beispiel nehmen wir eine Kreditsumme von 300.000 Euro an. Mit einer Festschreibung von 10 Jahren zahlt man 1% Zinsen. Das sind 3.000 Euro pro Jahr, also 250 Euro pro Monat. Aber mit einer Festschreibung von 25 Jahren zahlt man 2,5% Zinsen. Das sind 7.500 Euro pro Jahr, also 625 Euro pro Monat. Zusätzlich dazu kommt die Tilgung. Je mehr Geld für die Zinsen ausgegeben wird, desto weniger in die Tilgung fließen kann. Wer also schnell tilgt, sollte die Zinsen nicht zu lange festschreiben, um nicht zu viel Zinsen umsonst zu zahlen. Das erfordert aber eine hohe Monatsrate. Wie hoch diese Monatsrate sein darf, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei muss man berücksichtigen, dass das Hausgeld mehr kostet als die Mietnebenkosten. Und du solltest noch für die Instandhaltung jedes Jahr ungefähr 1% des Kaufpreises zurücklegen. Die meisten Banken rechnen sicherheitshalber, dass man neben Lebenshaltungskosten, Hausgeld und Kreditrate noch 100 Euro pro Monat zur Verfügung haben soll. Das alles druckt die maximale Monatsrate, die man sich leisten kann, und zwar nicht nur für die erste Finanzierung, sondern auch bei der Anschlussfinanzierung. In dieser Monatsrate sind Zinsen und Tilgung enthalten. Bei einer festen Monatsrate ergibt sich also einen maximalen Zinssatz, den man sich bei der Anschlussfinanzierung leisten kann. Wie hoch dieser Zinssatz liegt, hängt davon ab, wie viel Restschuld noch zu zahlen ist. Um bis zum Stichtag die Restschuld genug gesenkt zu haben, muss man sich genug Zeit gegeben haben. Das erfolgt durch eine ausreichend lange Zinsfestschreibung. Eine lange Festschreibung kostet also mehr Zinsen, bringt aber mehr Sicherheit gegen eine Zinserhöhung, weil man mehr Zeit hat, um zu tilgen. Historisch gesehen sind die Zinsen jetzt niedrig. Daher wird oft empfohlen, sich die Zinsen langfristig zu sichern. Noch vor einigen Jahren war es üblich, den Zinssatz für nur 10 Jahre zu sichern. Heutzutage sichern sich immer mehr Käufer die Zinsen für mindestens 15 Jahre. Wie bindend ist die Zinsfestschreibung? Wenn die Zinsen mittlerweile steigen, dann kannst du es versuchen, statt eine Sondertilgung zu leisten, das Geld nebenbei zu sparen. Wenn die Zinsen doch nicht steigen, sondern sinken oder auf gleichem Niveau bleiben, dann möchtest du vielleicht günstiger refinanzieren. In der Regel kann man allerdings nicht so einfach den Kredit durch einen anderen ablösen, weil sonst eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen ist. Es gibt allerdings die Möglichkeit, nach 10 Jahren den Kredit zu kündigen. Wenn man es in dem gesetzlichen Rahmen gestaltet, erfolgt die Kündigung, ohne eine Entschädigung zu zahlen. Gerade jetzt versuchen Eigentümer mit einer alten Finanzierung eine günstigere Anschlussfinanzierung abzuschließen. Dabei kann man die Gesamtdauer sowie die monatliche Rate reduzieren. Wer überhaupt keine Anschlussfinanzierung will, kann vom Anfang an die Zinsen für die gesamte Laufzeit festschreiben. Bei einem sogenannten Volltilgerdarlehen gibt es keine Restschuld, weil der Zinssatz und die Raten für die ganze Laufzeit vom Anfang an festgeschrieben sind. Das erhöht die Planungssicherheit und damit weißt du schon beim Vertragsbeginn, wann wie viel zu zahlen ist.
Nicht nur für dich ist diese Planungssicherheit beruhigend. Auch die Bank profitiert davon, dass es keine Ballonfinanzierung gibt, weil der ganze Kredit dadurch berechenbarer und sicherer ist. Oft wird es belohnt, indem die Banken für Volltilgerdarlehen niedrigere Zinsen anbieten als für Kredite mit gleicher Zinsbindung, die am Ende noch eine Restschuld haben. Das Gegenteil eines Volltilgerdarlehens ist eine Finanzierung ganz ohne Zinsbindung. Bei solchen Krediten mit variablen Zinsen geht man vom Anfang an ein großes Zinsänderungsrisiko ein. Solche Kredite werden öfter in Anspruch genommen, wenn die Zinsen hoch sind, weil man dann hofft, dass sie bald sinken. In einer Niedrigzinsphase wie heutzutage werden sie nicht mehr empfohlen, weil man kaum Zinsen spart und trotzdem ein erhöhtes Risiko eingeht. Eine Alternative zu einer langen Zinsfestschreibung ist der Abschluss eines Bausparvertrags. Diese Lösung ist zwar flexibler, hat aber auch Nachteile. Wie ist es mit dir? Welche Zinsbindung hältst du für sinnvoll?